Auf jeden Fall werde ich dir das nie vergessen. Dafür werde ich sorgen. Du hast mir doch zuerst ein Gedicht zukommen lassen. Was für ein Gedicht? Naja, das, was du in mein Buch gelegt hast. Ich hab dir nie irgendwas in irgendein Buch reingelegt. Auch leer. Und das war das Letzte. Scheiße, Mensch. Wenn ich die Tapes heute Abend bei der Präsentation nicht auf dem Tisch liegen habe, kann ich mir einen neuen Job suchen. Weshalb fragen Sie? Hauptkommissar Kramer meint, das Gift, durch das Ben starb, könnte in den Pralinen gewesen sein. Was? Aber ich hätte fast davon gegessen. Also, was ist? Ja. Na, was ist jetzt? Ich warte. Ja, doch. Ich muss nur... Moment. Ja, was hat denn das zu bedeuten? Die hatten kein Reserveding mehr. Jungs, darf ich vorstellen? Graf Koks. Die Entdeckung des Jahres. Würden Sie mir das bitte erklären? Natürlich, also... Ich habe gedacht, ich bestelle die Band vielleicht live hierher, weil die Musik sich dann ja noch besser anhört. Wir könnten die Präsentation sozusagen unplugged machen. Das ist doch wohl das allerletzte. Ich habe Ihnen auch ausdrücklich gesagt... Das ist doch eine super Idee. Naja, wir dachten, wir probieren mal was Neues, weißt du, Mike? Ja. Bravo. Für sowas bin ich immer zu haben. Na gut, Jungs, dann kommt mal rein und dann lasst mal gucken, was ihr drauf habt. Okay, Jungs, lernst du noch nie? Naja. Natürlich würde ich dich gern mal wieder in Paris besuchen. Aber ich muss warten, bis die Beerdigung vorbei ist. Du, ich muss auflegen, ich krieg Besuch. Au revoir. Barbara. Hallo. Ah, sind die aber schön. Setzen Sie sich doch. Störe ich nicht? Nein. Ich bin für jede Ablenkung dankbar. Da muss ich nicht die ganze Zeit grübeln. Ach, würden Sie die bitte ins Wasser stellen? Dankeschön. Geht's denn besser? Ein bisschen. Aber über Bens Tod werde ich wohl nie ganz hinwegkommen. Ja. Gibt's irgendwas Neues? Ja, es haben sich neue Aspekte ergeben. Welche denn? Die Polizei hat herausgefunden, dass Ben vergiftet wurde. Was? Ja. Oh, wer kann denn sowas tun? Oh, Frau von Sterneck. Ja, ich dachte, es ist besser, wenn ich es Frau von Anstetten sage. Und? Wie hat sie es aufgenommen? Na, das sehen Sie ja selbst. Ich komme erst am Morgen wieder. Vielleicht geht's ihr dann besser. Ja. Und du bist sicher, es war eine gute Idee, die Jungs hierher zu bringen? Na klar, Mann, ist doch geile Mucke. Ja, hoffentlich finden die das da drin auch. Ja, also, wenn die das nicht gut finden, kann ich denen auch nicht mehr weiterhelfen. Jedenfalls kann keiner was sagen, dass das Tape nicht da war. Na eben, die haben gratis Live-Act. Und du wirst bestimmt danach befördert. Ja, vor die Tür wahrscheinlich. Jetzt hilft nur noch beten. Es wird ein Hit, garantiert. Sobald wir die Verträge unter Dach und Fach haben, können wir auch gleich mit dem Video loslegen. Ich würde sagen, wir gehen am besten direkt in mein Büro. Ich hoffe, Sie wissen, dass Sie ein Riesenschwein gehabt haben. Das hätte auch in die Hose gehen können. Eigentlich ja nicht. Die Jungs sind einfach zu gut. Das nächste Mal tut doch ein Tape. Verstanden? Ja, alles klar. Ja, hey, das lief doch wie am Schnürchen. Ja, und die Jungs gehen in die Musikgeschichte ein. Die kriegen ihre Chance. Ja, und das haben sie dir zu verdanken. Und dass ich hier nicht hochkantig rausgeflogen bin, das habe ich nämlich auch dir zu verdanken. Ja, ich erinnere dich bei Gelegenheit daran. Weißt du was? Wenn das wirklich alles klappt mit den Verträgen,
Dann lade ich dich morgen in die Kneipe ein, okay? Das müssen wir doch feiern. Ja, ich bin dabei. Gut. Vorher muss ich allerdings Tanja noch einen Besuch abstatten. Was willst du denn bei der? Die Witwe wird doch nie zugeben, die Bänder gelöscht zu haben. Das nicht. Aber sie wird staunen, wie gut die Präsentation gelaufen ist. Ja, das ist doch mal was anderes als immer nur Werther lesen. Wie meinst du das? Naja, Werther ist Literatur. Aber das hier ist das wahre Leben. So müsstest du deinen Unterricht immer gestalten. Tja, wenn da nur die anderen Schüler nicht wären. Ja, also irgendwie stören die. Ja. Wir könnten uns ja mal in der Aula einschließen. Oder im Geräteraum. Auch nicht schlecht. Obwohl, wir müssten einfach in der Sprache miteinander reden, die nur wir beide verstehen. Dann könnten wir uns während des Unterrichts problemlos verständigen. Und an was für eine Sprache hast du gedacht? Chinesisch? Russisch? Nein, ich habe eher an Zeichensprache gedacht. Also, wenn ich zum Beispiel sagen will, dass ich dich liebe, dann fasse ich mir ans Kinn. So. Und wenn ich sagen will, dass ich Sehnsucht nach dir habe, dann fasse ich mich ans Ohrläppchen. Oh ja. Und wenn ich Sehnsucht nach dir habe, passe ich dir auch ans Ohrläppchen. Sehr unauffällig. Ey, das funktioniert. Prima. Ab jetzt kommunizieren wir nur noch in unserer Zeichensprache. Obwohl, ich würde ja schon gern noch mal so ein Gedicht von dir bekommen. Na, wenn du ganz lieb bist, dann schreibe ich dir noch mal eins. Mich würde aber schon mal interessieren, von wem das ist, das ich bekommen habe. Also mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn du das von Erik hast. Von Erik? Er ist der Einzige in der Klasse, dem ich das zutraue. Goethe hat das Gedicht der ersten Ausgabe vorangestellt. Man muss sich schon ein bisschen mit dem Werther beschäftigen, um das rauszufinden. Aber warum sollte Erik in mich verknallt sein? Der Junge hat offensichtlich einen guten Geschmack. Gefällt's Ihnen? Schon was anderes als ein Reihenhaus. Ja. Und dann noch das entsprechende Kleingeld. Tja, wir haben eben den falschen Job. Oder die falschen Eltern. Oh, weiß nicht. Wenn man nichts hat, wird man auf keinen Fall so schnell umgebracht. Sie glauben, es war Mord. Ja, wir haben keinen Abschiedsbrief. Na gut, nehmen wir mal an, es war Mord. Wer hatte alles ein Motiv? Sein Bruder. Er wollte verhindern, dass das Schloss verkauft wird. Und seine Frau natürlich. Die wird durch den Tod zur reichen Witwe. Wenn es allerdings die Pralinen waren, dann könnte der Giftanschlag auch seiner Schwägerin gegolten haben. Stimmt. Wie man weiß, hatte diese Dame ja nicht nur Freunde. Und ihr Mann und seine Freundin, diese Barbara von Sterneck, die könnten durchaus ein gewisses Interesse an ihrem Tod haben. Er würde sich zum Beispiel eine teure Scheidung ersparen. Naja, aber solange wir nicht genau wissen, um welches Gift es sich handelt, können wir auch nicht bestimmen, wann er es zu sich genommen hat. Und solange ist eigentlich jeder verdächtig, der entweder Zugang zur Küche hatte oder ihm etwas Süßes hätte geben können. Er auch? Klar, aber ich wüsste nicht, was er für ein Motiv haben sollte. Ich meine, die Gräfin war mal sauer auf ihn. Aber deswegen wird er ja nicht gleich ihren Mann umgebracht haben, oder? Ich kann es auch immer noch nicht begreifen. Ausgerechnet Ben. Ich habe ihn wirklich sehr gemocht. Danke, Sophie. Es ist fürchterlich. Es ist so... Ich weiß nicht, wie ich je darüber hinwegkommen soll. Aber das Leben muss ja weitergehen. Erzähl mir ein bisschen von der Arbeit. Das wird mich ablenken. Wie du willst. Wir hatten gestern diese große Präsentation. Du weißt, du hast mir mit den Tapes geholfen. Ja, ich erinnere mich. Ich hoffe, es ist alles gut gelaufen. Ben hat es sehr gefreut. Ja, natürlich. Keine Probleme? Nein. Was hat Bär denn gesagt? Zu den Tapes, meine ich. Wieso, hätte er was sagen sollen? Nein, nein. Es ist nur... nichts. Schön für dich. Ich wusste, du packst den Job locker. Was ich noch fragen wollte, steigst du jetzt bei AMG ein? Sophie,
Es ist gerade mal 4 Tage her, dass Ben gestorben ist. Ich habe mir über sowas wirklich noch keine Gedanken gemacht. Natürlich. Es tut mir sehr leid. Falls es so sein sollte, wirst du es früh genug erfahren. Ja. Ich gehe dann jetzt mal. Du wirst sicherlich deine Ruhe haben wollen. Bis bald, hoffentlich. Worauf du dich verlassen kannst. Sie sind ja inzwischen alle bestens mit dem Wärter vertraut. Dann können Sie mir bestimmt auch sagen, welches Gedicht Goethe der Urfassung des Buchs vorangestellt hat. Hm? Oh, kommen Sie. Das steht in jeder besseren Ausgabe im Anhang. Warum meldest du dich nicht? Ich? Ja, du kennst es doch. Ja? Aha, endlich einer, der sich traut. Bitte. Ja, soll ich es aufsagen, oder? Wenn Sie es auswendig können. Also, jeder Jüngling sehnt sich so zu lieben, jedes Mädchen so geliebt zu sein. Ach, der heiligste von unseren Trieben, warum quillt aus ihm die grimme Pein? Sehr schön. Können Sie uns denn auch sagen, was Goethe mit dem Gedicht gemeint hat? Ja, no. In dem Gedicht geht's wohl darum, dass wir uns alle nach der großen Liebe sehen, weil... Naja, weil es eben das Größte ist, wenn man verliebt ist. Aber die Liebe kann uns auch sehr wehtun. Zum Beispiel, wenn wir Liebeskummer haben. Sehr schön. Danke. Was meinen die anderen dazu? Lena? Das ist schon richtig, dass es ätzend ist, wenn man Liebeskummer hat. Aber ich finde, so wie das in dem Gedicht gesagt wird, das ist einfach lächerlich. Lächerlich? Wieso? Naja, die Sprache. So redet doch heute überhaupt niemand mehr. Dann spricht sie das Gedicht also nicht an. Nee, absolut nicht. Also ich würde es, glaube ich, albern finden, wenn mir jemand sowas schicken würde. Aha. Also ich finde das Gedicht sehr schön. Ist doch egal, ob es für uns ein bisschen altmodisch klingt. Aber vom Inhalt ist es doch korrekt. Sie meinen also auch, es ist eine grimme Pein, wenn Ihre Liebe zu einem Mädchen nicht erwidert wird? Klar. Was meinen Sie? Finden Sie auch, es ist eine grimme Pein? Nee, ich find's einfach scheiße. Aber das kann der Goethe ja nicht sagen. Sie meinen also, mein Bruder sollte gar nicht ermordet werden? Für mich ist es sehr unwahrscheinlich, dass jemand vergiftete Pralinen zu Frau von Anstetten schickt, um ihren Bruder zu erwischen. Ja, außer meine Noch-Ehefrau hat sie sich selber schicken lassen. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie irgendwelche Leute für ihre dubiosen Zwecke engagiert, ne? Auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Trotzdem muss ich der Frage nachgehen, wer es auf ihre Noch-Ehefrau abgesehen haben könnte. Ne? Naja, ohne mich der üblen Nachrede schuldig machen zu wollen, aber Clarissa hatte ein besonderes Talent, sich unbeliebt zu machen. Ach ja? Mhm. Es gibt da eine ganze Reihe von Leuten, die überhaupt nicht traurig werden über ihren Tod. Gehören Sie auch dazu, Frau von Sterneck? Ich? Immerhin wäre der Herr Graf frei für eine neue Ehe. Aber das ist doch wirklich eine Das kann doch nicht. Und Sie würden sich die teure Scheidung ersparen. Das ist absurd. Kein Mensch kann uns verbieten, auch ohne Trauschein miteinander zu leben. Na ja, und was die Kosten im Fall einer Scheidung anbelangt, ich glaube, da bleibt noch genügend für mich übrig. Warum, glauben Sie, ist Ihr Bruder am Tage seines Todes zu Ihrer Frau gefahren? Ich weiß es nicht. Vielleicht wollte er mit ihr über die Tagebücher meines Vaters sprechen. Es ging da auch um Clarissa. In welcher Hinsicht? Ach, das tut hier nichts zur Sache. Ich glaube nicht, dass das für Ihre Ermittlungen von Interesse ist. Alles, was zur Aufklärung des Falles beiträgt, ist für mich interessant. Ach so. Im Nachhinein wünschte ich nur, diese Bücher wären hier nie aufgetaucht. Sie sind nun aber einmal da. Also wenn Tanja tatsächlich die Bänder gelöscht hat, dann wäre ich ihr gegenüber etwas deutlicher geworden. Na toll, damit sie mich gleich rausschmeißt. Ben hat mich doch auf ihren Posten gesetzt. Glaubst du, das hat sie vergessen? Wohl kaum. Eben. Und jetzt, wo Ben tot ist, wird sie wahrscheinlich alles erben. Das heißt, sie übernimmt AMG. Na dann, viel Spaß. Ja. Ach komm, jetzt lass dir heute nicht damit die Laune verderben. Ja, du hast recht. Tanja wird mir das Leben noch früh genug zur Hölle machen. So. Feiern? Hey.
deine Freundin mitgebracht. Ja. Hallo. Okay, hat jeder? Hat jeder? Ja. Okay. Dann lasst uns anstoßen auf Koks und auf meine Schwester. Ach, naja. Du, Mann, wir haben uns aber so überlegt, als kleines Dankeschön, wäre das okay für dich, wenn du eine kleine Rolle übernimmst in unserem ersten Videoclip? Hey! Ja, Ja, ihr müsst euch bei ihm bedanken, denn ohne ihn hättet ihr diesen Vertrag nicht. Und ich hätte wahrscheinlich keinen Job mehr. Also Prost! Okay, Prost! Prost, sagt der Kram. Gehst du mal hin, okay? Ja, bin ich bei. Kommst du nicht mit? Nee, ich muss gerade noch was aufschreiben. Ich komme gleich nach, okay? Ja, okay. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Tag, Frau van Anstetten. Sie schon wieder. Ich habe eine Mitteilung, die Sie vielleicht interessiert. So? Es geht um den Boten. Unsere Recherchen haben ergeben, dass bei keinem der Zustelldienste ein junger Mann arbeitet, der auch nur annähernd der Beschreibung entspricht. Außerdem hatte keiner der Zustelldienste den Auftrag, etwas an Ihre Adresse auszuliefern. Ja, und soll ich jetzt den Jubelschrei ausbrechen, bloß weil Ihre Leute nicht in der Lage sind, einen Boten zu finden? Nein, das erwarte ich nicht von Ihnen. Ich erwarte allerdings, dass Sie mir die Wahrheit sagen. Ich habe die Wahrheit gesagt. Mehr kann ich nicht tun. Wenn Sie den Boten nicht finden können, dann ist das Ihr Problem. George! Was machen Sie da? Das dürfen Sie nicht tun. Wieso nicht? Ihr Vater hat mir seine Tagebücher anvertraut und ich muss dafür sorgen, dass Sie nicht noch mehr Unheil anrichten. George, was hier passiert ist, hat nichts mit diesen Büchern zu tun. Im Gegenteil. Wenn wir die schon früher gehabt hätten, wäre dieser schreckliche Streit nicht passiert. Kommen Sie. Ben bringt sie uns auch nicht wieder zurück. Ich bringe sie ins Schloss. Also, mein detektivischer Spürsinn sagt mir, das hier ist das gleiche Papier. Es war nicht besonders klug von deinem heimlichen Verehrer, das auf seinem Tisch rumliegen zu lassen. Na toll. Und was mache ich jetzt? Am besten wäre es natürlich, du sagst ihm, wie es ist. Sag ihm, dass du verliebt bist. Nur leider nicht in ihn. Na toll. Dann gibt er sich wahrscheinlich gleich die Kugel, so wie Werther. Quatsch. Er wird zwar nicht besonders begeistert sein, aber er wird schon verkraften. Ich meine, er kann dir auch nichts vorwerfen, oder hast du ihm schon mal Hoffnung gemacht? Nö, nicht, dass ich wüsste. Na also. Nur wenn du jetzt noch wartest, das ist nicht fair. Ach, Mann. Ach komm, du schaffst das schon. Und wenn er es nicht kapieren will, dann schickst du deinen neuen Schwarm hin und der soll ihm dann klar machen, dass du schon vergeben bist. Ich glaube, das regle ich dann doch lieber selbst. Auch gut. Hauptsache, du tust es. Und zwar so schnell wie möglich. Okay. Ich rede morgen mit ihm. Und wieso nicht heute? Weil ich heute schon was Besseres vorhabe. So. Die gefällt ihm wohl, was? Naja, wieso auch nicht? Und der ist doch alles dran. Vor allem jetzt, wo sie alles erbt. Wenn sie die heiraten, können sie glatt den Dienst quittieren. Nur wage ich zu bezweifeln, dass so eine ausgerechnet mich auswählen würde. Wieso? Geld hat sie doch jetzt selber genug. Kommt drauf an, was man ihr sonst noch zu bieten hat. Und ihre Frau können wir uns später kommen. Manche Probleme erledigen sich Gott sei Dank von ganz allein. Charlie? Ja, Charlie. Die dumme Charlie, der man alles erzählen kann und die einem alles glaubt. Mein Gott, bist du immer noch beleidigt? Ich bin nicht beleidigt, ich bin verletzt. Aber wieso? Ich habe dir doch nichts getan. Du hast mir nichts gesagt, deshalb. Du bist meine Freundin. Ich wollte dich nicht zur Mitwisserin machen. Auch wie rücksichtsvoll. Das hätte eine Riesensache werden können. Mit einem Prozess und Presse und allem drum und dran. Was soll das denn nun wieder heißen? Da hätte ich mich dann natürlich verplappert, oder was?
Nein, du hättest für mich lügen müssen und das hätte ich nicht gewollt. Glaub mir. Es war besser so. Na gut. Aber wieso hast du überhaupt so eine Show abgezogen? Bei dem Jungen wäre doch sowieso nichts zu holen gewesen. Ich wollte Tim einen kleinen Denkzettel verpassen. Er hätte mich fast erwürgt. Wenn Jan nicht dazwischen gekommen wäre, mein Gott, dann würden wir jetzt beide nicht hier zusammen sein. Ja, ich verstehe zwar, dass du sauer bist auf deinen Schwiegersohn, aber... Ach, es ging mir doch nicht nur um Tim. Jan und Julia waren schrecklich böse auf mich, weil ich versucht habe, die Hochzeit durcheinander zu bringen. Ach so, und eine Frau im Rollstuhl kann man nicht wirklich böse sein. Naja, so ungefähr. Was werden deine Kinder jetzt von dir denken? Ach, die beruhigen sich schon wieder. Hauptsache, du bist nicht mehr beleidigt. Das täte mir dann doch leid. Doch, dir was leid tun? Das wäre das erste Mal. Charlie, es gibt immer ein erstes Mal. Hm? Schön. Dankeschön. Wir kommen aus dem Feiern auch nicht mehr raus, ne? Also auf dein 3. Staatsexamen. Prost. Tja, jetzt bin ich bald Arzt im Praktikum. Dann geht die Rüttelei erst richtig los. Aber bis dahin nehme ich mir ein bisschen Zeit. Dann können wir all das nachholen, was wir in den letzten Wochen versäumt haben. Ich fürchte, so ganz wie du dir das vorstellst, wird das aber nichts. In meinem neuen Job sind nämlich Überstunden ziemlich angesagt. Und das Wochenende ist auch nicht heilig. Zum Beispiel am kommenden Samstag muss ich ein paar Bands treffen, abends nach ihren Gigs. Nächste Woche auch. Du kannst dieses Wochenende nicht? Nee, wieso? Wieso? Ich dachte, wir unternehmen was zusammen. Jetzt, wo ich endlich mal wieder Zeit habe. Ach, das tut mir leid. Ich fürchte, es geht frühestens nach Ende der Probezeit wieder. Das dauert ja noch Monate. Und was soll ich in der Zwischenzeit machen? Verständnis für mich haben. Ich bin froh, wenn Bens Tod endlich aufgeklärt wird. Dieser dämliche Kommissar nervt langsam. Anstatt mich zu verdächtigen, sollte er sich lieber an Christoph und Barbara halten. Oder Tanja. Die haben wirklich was von Bens Tod. Ich habe überhaupt nichts davon. Gegenteil. Jetzt kann ich den Kauf von Friedenau wohl vergessen. Trotzdem, ich an deiner Stelle würde hier nicht so ruhig sitzen. Naja, wenn das Gift in den Pralinen war, dann waren die doch wahrscheinlich für dich bestimmt. Charlie ist doch gar nicht sicher, dass das Gift in den Pralinen war. Vielleicht hat Tanja ihm ja einen vergifteten Schokoriegel in die Tasche gesteckt, ne? Nein, ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, solange nicht feststeht. Was nicht feststeht? Gott. Was ist? Der Brief, hier. Du hattest recht. Das ist eine Morddrohung. Irgendein Verrückter will mich umbringen.